Hey ho, meine lieben Mitspieler und willkommen bei What Remains of Edith Finch. Das ist das Spiel und nicht der Name meines Kanals. Aber das ist auch nicht interessant, glaube ich, denn das, was ihr wissen müsst, seht ihr hier. Wir haben den ersten Teil oder einen Teil. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Angespielt, und zwar den Teil mit Molly, und haben einiges schon entdeckt im Haus, und damit die Geschichte auch weitergeht und ich nicht den Anschluss verliere, mache ich jetzt hier weiter an der Stelle und lasse mich voll drauf ein. Wir hatten so ein Minispiel oder was das jetzt gerade war, fand ich ein bisschen gruselig. Also im letzten Video war das. Da liegt jetzt ein Tag dazwischen bei mir und wir machen weiter. Wir gucken mal, was hier noch so zu finden und zu tun ist. Zwischendurch mitlesen, mitdenken, so ein bisschen und entdecken. So, genug von meiner Ansprache. Weiter geht's mit der Erkundung. Gucken, wo es lang geht. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Es fühlt sich an, als ob Molly noch da wäre. Ich lese immer so ein bisschen mit. Einmal für mich, einmal für euch, je nachdem. Ich brauche das einfach, um es besser auch zu verstehen oder aufzunehmen, die ganzen Sachen. Und ja, das nur als Info nebenbei. Ist das mal hier irgendwie... Wenn ich rauskomme hier aus dem Dings. Oder weiterkomme. Ich sehe nämlich gerade keine Anhaltspunkte so richtig. Ah, hier, Fenster. Ja, wir erinnern uns an die Katze, die wir gespielt haben. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Molly war auch der Name der Katze. Und gesagt hat sie gerade, dass die Mutter nicht über ihre Vergangenheit sprechen wollte. Edie, also die Oma, hätte das wohl getan. Wir laufen hier auf dem Dach rum. Ist das so richtig, ja? Muss das so sein? Oh, ist das das Galeriezimmer von Oma, den ich mal gemalt hatte irgendwie als Porträt? I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Ja, cool, jetzt kommen wir doch hier rein. Ich verbrachte viel Zeit hier in dem Raum. Und letztes Mal hieß es ja, dass Oma sie oder mich gemalt hätte hier als Porträt. Das We got weiß ich along and noch. it was a good place to hide from my mom. Das war ein guter Platz, um sich zu verstecken. Ich habe jetzt die Buchstaben nicht gefunden, aber irgendwo das Englische mal versucht zu übersetzen. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Das ging jetzt zu schnell. Auf jeden Fall starb er, bevor wir gegangen sind. Das ist das Raum, das ist der Raum von meinem Onkel, wo ich auch mal drin war. Das zeigen sie ein Foto, wie er das oder irgendjemand das anmalt. Das ist auch lustig mit den Händen da oben. Ich versuche die Komplexität noch so ein bisschen The room is like a auszuklamüsern. museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune.
Seit 500 Jahren waren die Finches in ganz Norwegen für ihren Reichtum und ihr Unglück bekannt. Okay, also Norwegen, das ist auch mal interessant. Oh, war's das schon? Nee. Ich dachte, es geht noch weiter. Odin Finch buries the Ja. latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. Odin Finch beerdigt das jüngste Opfer des Familienfluches, seine Frau Ingeborg und seinen neugeborenen Sohn Johann. Odin Finch. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Ach, wie krass. Am 7. Januar 1937 setzte er mit seiner Familie und seinem Haus die Segel, in der Hoffnung, den Fluch hinter sich zu lassen. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. 12 Meter hohe Wellen vor der Küste von Washington sandten das Haus und Odin auf den Grund des Meeres. Bei den Trigger-Tasten, ich muss das mal erzählen, was lustig ist, merkt man dieses Gerät. Also gibt es einen Widerstand bei diesem Durchklick-Dings. Das ist sehr gut gemacht. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Ah, alles klar. Edie ist im Prinzip meine Oma. Und das ist jetzt die Tochter von dem, von Odin. Also Odins Tochter Edie mit Ehemann Sven. Die beiden sind im Prinzip Oma und Opa von mir. Und Baby Molly ging in das Land ihrer neuen Heimat, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Odin Finch ist der Erste, der auf den neuen Familienfriedhof zur Ruhe gelegt wird. Alles klar. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Seine Tochter Edie träumt bereits von einem neuen Finch-Haus. Und das ist der Anfang. Interessant, interessant. Okay. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Und ich stimme mit der Familie, es geht weit zurück, und zwar in dem Fall zu Odin. Im Prinzip ist das mein Urgroßopa, glaube ich. Und dessen Tochter ist Edie, meine Oma im Prinzip. Doch, ja, so würde ich es verstehen. Interessant. Also man muss das, glaube ich, auch ist gespeichert, das ist ja nett. Kann das, glaube ich, gar nicht so lange aussetzen, das Spiel, sonst kommt man einfach nicht mehr mit. Hier ist nochmal Odin. Hier ist auch richtig cool, dass das echte Bilder sind. Der scheint auch ein Buch geschrieben zu haben. Ein Novel, tatsächlich. Und das ist auch der Grund, warum das Haus nicht im Ganzen ist. Irgendwie war das am Anfang ein Thema, dass das Haus eben nicht mehr ganz original ist. Sondern nur so eine Art Nachbau. Das würde das erklären. So, hier ist nochmal Flüssigsauerstoff. Warum es jetzt 2 Tanks hat, weiß ich gar nicht. Kasse bezahlt eigentlich nur einen Tank. Weil unten im Wohnzimmer stand bereits einer. Interessant. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Okay, ist von einem Drachen getötet worden oder von der Rutsche runtergefallen. Eins von beiden. Dragon kills Finch. Okay.
so eine Drachenrutsche oder sowas gebaut. Irgendwie muss der da umgekommen sein. Der Sven. Witzig ist die kleinen Zwerge hier. Die sind hier doppelt und dreifach, glaube ich. 1, 2. Wie viele sind denn da hier? 3. Die sehen echt cool aus. Die sehen aus wie aus dem Disney-Klassiker, nur in 3D. Schön ist es auch, schön hell. Jetzt ist hier im Spiel gerade die Sonne scheint. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Edith weigerte sich zu gehen, als die Insel mal ein paar Wochen evakuiert wurde. Okay. Videokassetten. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Ich habe mich lange Zeit nicht als Edith Junior, was hast du geschrieben, gesehen. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Ich gab ein Interview über den Maulwurfmann, der unter dem Haus lebte. Meine Mama war sauer darüber, okay, also scheinbar. Und ein Sketchbook. Oh, das können wir natürlich jetzt wieder nicht angucken, das wäre interessant. Alle, die meinen Zeichnerkanal kennen, wissen, dass mich genau das interessiert hätte. Wenn ich mir Bilder von Tieren in den Käfigen. Ach, die sind wahrscheinlich verstorben. Oh, hier ist eine Schlange, wahrscheinlich wurde Bob von der Schlange gefressen. Ist ja witzig. Derby von Jahreszahlen, 80er, 70 bis 80. Hier steht gar nichts dran. Bob ist 80, 84 und das ist hier 40 bis 48. Das könnte ein Wellensittich sein, das hier drüben weiß ich gerade nicht. Wahrscheinlich irgendwas anderes. Ah, hier geht's weiter. Kann ich mich hier bücken? Nee. Rob 80 bis 97. Eine Ex ist da zu sehen. Und hier ist noch einer. Okay. Interessant, interessant. Haben wir jetzt hier alles durch? Nee, ich glaube, hier waren wir noch nicht drin. Also es ist viel Zeugs, was hier rumsteht und rumliegt. Auch nicht schlecht. Es gibt viel zu sehen. Und im Spiegel sieht man immer nichts. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Ja, das pinkende Bad war wohl die letzte Spur von wem? Von Opa Sven? Oder Oma Sven? Schlüssel. There's a secret in the bathroom by Sven and Edith Finch. Da passt ja schon wieder der Schlüssel. There's a secret in this bathroom. Das Bathroom behörte. It's in the last place you would look. Ein Geheimnis im Bathroom. Das ist der letzte Ort, an dem man nachgucken würde. It isn't in the cupboard. Es ist nicht im Schrank versteckt. It's hidden in this book. Es ist in diesem Buch versteckt. Wie krass. Ach
Ach hey, wo sind wir denn jetzt? Ein geheimes Fotolabor. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ich sag mal Opa Sven. Gab's ja eine Kamera. Mhm. Aufregend. Das ist so eine Art Zwischenwand hier. Kommen wir jetzt hier runter? Gar nicht. Doch. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach, das ist das andere Zimmer. Wo wir auch nicht rein konnten, oder? Das ist... Ja, geilo. Cool, kleine Figürchen. Also Wahnsinn, wie viel hier das Ganze bestückt und belebt ist. Hier wiederholen sich die Figuren nochmal. Das ist wirklich so ein bisschen unauthentisch. Aber trotzdem cool. Das ist richtig cool. Space the Final Frontier. Geiles Poster. Explore the Universe. Sehr viel Space-Thema hier. Fort Kelvin. Warum ist denn das I Band knew davor? Grandpa Sam had a twin. Ich wusste, dass Opa Sam einen Zwillingsbruder hatte. Okay, lass mich mal erst kurz gucken hier. Mhm. Coolio. Oder den Finch Nationalpark. Ach, Zwillingsbruder, ne? Dann müsste dann genauso aussehen. Aber hat er jetzt auch hier gewohnt, oder wie? Und warum ist das Band hier dran? Das verstehe ich überhaupt nicht. And that he never talked about him. Und dass er niemals über ihn sprach. Er sprach also nicht über seinen Zwillingsbruder. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Dass Opa die Geschichte genauso wenig mochte wie Mom. Mhm. Das könnte so eine Art Raumschiffsimulator sein. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Ach, witzig. Jetzt geht es um die Erinnerung an seinen Zwillingsbruder, wenn ich es richtig verstehe. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Bruder hat gesagt, dass er stirbt und er tat es auch. Er muss noch Pilze essen. Ich versuche hier gerade krampfhaft zu schaukeln, aber es klappt nicht so ganz. Vielleicht ist es noch nicht genügend. Das ist schon ganz schwindelig.
Das führt irgendwie zu nichts. Vielleicht sollte ich einfach stehen bleiben. Ach so, ich kann mit einem... Ah, ich kann beide Beine Füße bewegen. Jetzt verstehe ich. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Ich glaube, Kevin wollte immer fliegen. Oh, das ist mir schlecht. Kevin, Abendessen ist fertig. But that day, he finally made up his mind to do it. Diesen Tag entschlossen ich. I told him going around Siehst was du tun? impossible. Ich sagte mir, würde es nie ins Ruhe schaffen. Maybe if I hadn't said that, Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Ich glaube, ich spiele gerade den Bruder, der gestorben ist. I'm not gonna tell you again. maybe if the wind Das hadn't ist mir picked up, schwindelig. Vielleicht then war es auch maybe außen kommen. he'd still be here. But I Vielleicht wäre er doubt noch hier. I think he'd already made up his mind. Dann hat er sich schon entschieden. That's what I want to remember about my brother. Das ist, woran ich mich dass ich meinen Bruder in Erinnerung halten möchte. Oh, ist mir schlecht. Oh Gott. Und geschafft. The day he made up his mind to fly. And he did. Dann hat er sich entschlossen zu fliegen und er tat's. Was mir übel. Das ist nichts für mich. Also VR wird mir auch mal schlecht. Die VR-Spiele. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Kevins Story hört sich vertraut an und als ich klein war, habe ich versucht, auch ähnliche Dinge zu tun. So frei übersetzt. Okay. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Nach der Beerdigung sperrte Eddie die Hälfte des Kevins mit einem Seil ab. Ach, deswegen. Hallo? Kommen wir hier auch weiter? Nee. Alles klar, deswegen war das abgesperrt. Das war die andere Hälfte von seinem Bruder, das Zimmer. Mom und said das, Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Mom sagte, Opa wäre mit 18 Soldat geworden und hätte das Zimmer nie wieder verlassen. Oder was stand da? Verlassen? Gesehen? Irgendwas. Krass. Okay. Also, das sind ja mal Geheimnisse hier. Du musst jetzt auch so den Right-Stick ein bisschen bewegen in meine Richtung. Also ganz alleine läuft das hier nicht. The passages were a pretty tight fit. They'd Die Gänge obviously been built for smaller hands and bellies. waren verdämmt eng, sie waren für kleinere. Das Körper. Okay. Aber erstmal hier gucken. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. In meiner Kindheit war Barbara für mich immer Kinderstar. Barbara. Wir sind jetzt wahrscheinlich in Barbaras Zimmer dort, wo wir, glaube ich, auch nicht rein konnten, oder? I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Ich hätte nie darüber nachgedacht, wie schwer es für sie danach gewesen sein
Muss. Dreadful Stories. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Ich mach mich mal weg. Man spielt jetzt gerade. She found Rick's das Lied? crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Also ich lese jetzt ja nicht alles vor. Ich sehe noch nichts. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch?
and she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And where he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. Was coming from inside the house. Oh dear. Bravo, Barbara! You were wonderful! The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom.
But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Uiui. Also, was soll man da sagen? Ich habe das jetzt nicht vorgelesen, das war jetzt dann doch zu viel, das Comic, um das jetzt so vorzulesen, aber es war ja alles zu lesen und zu sehen auf Deutsch, von daher. Ja, krasse Geschichte. Und geile Idee mit dem Comic, das so zu machen. Barbara ist jetzt im Prinzip die... Weiß ich nicht. Ich versuche gerade die Zusammenhänge zu finden. Walter war der kleine Bruder, der ist hier drüben. Okay. Alles klar. Uiuiui. Viel passiert, viel gelesen, viel gehört, viel gesehen. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Das soll bis dahin reichen erstmal. Ich muss es erstmal verarbeiten. Gerade das Comic war eigentlich ziemlich richtig gut. Auch geil gemacht. Vor allen Dingen auch so ein bisschen interaktiv. Und wenn ihr mögt, dann gerne. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Gaming. Macht's gut und tschüss.